Willkommen bei Berlin A&O. Heute sind wir in einem der kleinsten Ortsteile der Stadt unterwegs, im Hansaviertel. Wir entdecken Natur mitten in der Stadt und besuchen eine riesige Freilichtausstellung und das ganz ohne Eintritt zu bezahlen. Wir lernen, wie man sich in den 1950ern die Zukunft des Wohnens vorgestellt hat, was von diesem Experiment noch immer Bestand hat und was sich als Fehler herausstellte. Ins Hansaviertel kommen wir mit der S-Bahn. Wir kommen am Bahnhof Bellevue an, den wir zum Gericke-Steg, also zur Spree hin, verlassen. Unser Spaziergang beginnt also am Wasser, genauer gesagt am Holsteiner Ufer. Der Stadtteil wurde um 1870 von der Berlin-Hamburger Immobiliengesellschaft erschlossen, weswegen viele alte Straßen hier nach Orten in Norddeutschland heißen. Auch der Name Hansaviertel bezieht sich darauf. Vom Ufer aus sehen wir an der gegenüberliegenden Spreeseite das modern anmutende Gewerbegebiet Spreebogen, das in den 90ern entstand. Auch das Haus Lessing ist im Blickfang. Kurz bevor wir die Altonaer Straße erreichen, kündigt sich an der Hansa-Grundschule schon der Schwerpunkt unserer heutigen Tour an. Die Architektur der 50er und 60er Jahre. Denn dafür ist das Viertel, das zum Bezirk Mitte gehört, berühmt. Wir verlassen also den Uferweg und folgen der Altonaer Straße bis zum U-Bahnhof Hansaplatz. Hier befinden wir uns im Herzen des Gebietes, das bis 1957 im Rahmen der internationalen Bauausstellung Interbau entwickelt wurde. Das alte Villenviertel, das hier früher stand, war durch den Krieg weitestgehend zerstört und die Wohnungsnot in Berlin war groß. So wurden Architekten aus aller Welt eingeladen, hier ihre Visionen für die Zukunft des Wohnens zu zeigen. Viele berühmte Architekten wie Walter Gropius oder Oskar Niemeyer folgten dem Ruf. So entstand eine große bewohnte Ausstellung, die auch heute noch zeigt, wie man sich in den 50ern die Zukunft vorstellte. Weg von strengen Linien, weg von der Blockrandbebauung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit ihren quasi privaten Hinterhöfen. Man wollte Freiheit zeigen, auch als Gegenentwurf zur Stalinallee, die zur gleichen Zeit im Osten der Stadt entstand. Dazu gehörte die Integration des Grüns und der Weite in das Wohngebiet mitten in der Stadt. Verschiedene Bauformen vom Einfamilienhaus bis zum Punkthochhaus wurden ausprobiert. Wir erkunden zunächst das Gebiet südlich der Altonaer Straße. Hier finden sich vor allem Riegelbauten in unterschiedlichen Bauhöhen und Einfamilienhäuser. Das Pierre-Vagot-Haus etwa. Es lässt Licht und Luft in Augenhöhe im Erdgeschoss durch, da es aufgeständert ist. Durch die Bepflanzung und die leicht ansteigende offene Rampe wirkt es einladend. Mit dem leicht geschwungenen Bau des Architekten Walter Gropius teilt es sich eine Grünfläche, die im Frühjahr nicht nur von den Bewohnern der Häuser, sondern auch von Kaninchen genutzt wird. Zwischen den Einfamilienhäusern, die in einer Art Hof angeordnet sind, führt ein Weg auf die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche zu. Sie orientiert sich an der Architektur der gleichnamigen Kirche, die im Krieg zerstört wurde, und interpretiert sie im Geist der 1950er Jahre neu. Auf alle Bauten der Gegend einzugehen, würde den Rahmen des Videos sprengen. Aber keine Angst, es gibt viel zu entdecken und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir kommen zurück zur Altonaer Straße und schauen uns den Teil des Interbaugeländes an, der nördlich davon liegt. Hier dominieren eher Gebäude, die in die Höhe gehen. Und hier sieht man auch die Folgen des Bauexperiments, die sich als Nachteil herausgestellt haben. Angsträume. Das Stadtteilzentrum am Hansaplatz etwa hat reichlich davon.
Der Leerstand und die Bauweise sorgen dafür, dass es hier dunkle und schlecht einzusehende Bereiche gibt. Ähnlich verhält es sich etwa beim aufgeständerten Zugangsgeschoss des Oskar-Niemeyer-Hauses. Entlang der Stadtbahn finden sich Hochhäuser, alle mit mehr als 10 Stockwerken. Bei einigen merkt man die Experimentierfreude der Architekten deutlich. So ist im Makema van den Broek Hochhaus etwa nur alle 3 Geschosse ein Hausflur vorgesehen. Dieser erschließt 3 Raumwohnungen darüber und darunter, während sich Einraumwohnungen im selben Geschoss befinden. Auch wenn sie nicht zur Interbau gehört, fügt sich die Akademie der Künste nahtlos in das Ensemble ein. Im Stil des Brutalismus, also unter Verwendung von viel Sichtbeton gebaut, beherbergt die Akademie hier regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen. Von dort führt uns die Bartning-Allee direkt zurück zum Anfang unseres Rundgangs durch das Hansa-Viertel. Am S-Bahnhof Bellevue endet unsere Tour. Dort bringt einen die Stadtbahn wieder nach Hause. Wenn dir das Video gefallen hat, interessiert dich möglicherweise auch unser Rundgang durch das benachbarte Moabit oder der durch Wildenau im Norden Berlins. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.